Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video geht es um das Thema Barockinstrumente. Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Wir brauchen einmal ein paar Punkte, was macht ein Barockinstrument aus. Und zwar im Generellen. Es gibt dann da auch noch Abstufungen. Also, beim Barockinstrument habe ich einmal einen Bossbalken drinnen, der, ich sage jetzt einmal, zwischen 60 und 70% der Länge von einem modernen Bossbalken hat. Da gibt es übrigens ein Video dazu. Und der ist auch wesentlich zarter ausgearbeitet. Was ist der Grund? Bei Barockinstrumenten habe ich im Normalfall höhere Wölbungen. Ihr seht das da auch ganz gut. Ja? Das sind sozusagen schon ein bisschen bauchigere Instrumente. Dadurch nimmt die Decken statisch schon mehr auf. Das Weitere ist, dass ich einen viel flacheren Winkel habe. Ja? Also es kommt nicht so viel Druck auf die Decken auf, weil der Hals gerade oder gerade da drinnen ist und der Abstand vom Griffbrettel sozusagen zur Decken über ein keilförmiges Griffbrettel gemacht wird. Das sieht man da auch ganz gut. Ja? Dann habe ich Darmseiten oben, entweder blanke oder umsponnene, und die üben auch weniger Druck auf die Decken aus. Das ist im Wesentlichen einmal das, was ein Barockinstrument charakteristisch ausmacht. Jetzt habe ich zusätzlich dadurch zu dem Bossbalken, der sozusagen kürzer ist und zarter ist, weil er gar nicht so groß sein muss, ja, habe ich einen Steg oben, der anders ausschaut. Der schaut ungefähr so aus. Das heißt, da ist relativ viel weggeschnitten. Oben in der Krone habe ich auch nicht so viel Material, weil das Schwingungsverhalten sozusagen ein wenig anders ist. Zusätzlich ist beim Steg noch eins, dass diese Stegkrümmung flacher ist wie bei modernen Instrumenten. Das heißt, ich brauche für jede Seite nicht so viel Freiheit, ja, weil die Spieltechnik eine andere ist. Das heißt, ich habe Bögen in der Hand, über das wird es ein eigenes Video dann noch geben. Ich habe Bögen in der Hand, mit denen ich gar nicht so viel Energie einbringen kann. Das heißt, die Saiten wird eigentlich angerissen, und das sind zum Beispiel auch bei Viola d'Amore, habe ich dann, 7 Saiten oben und auch keine extreme Stegkrümmung, weil man es nicht braucht. Und wenn man Akkorde spielt, tut man sie natürlich, wenn man mit dem Bogen nicht viel Kraft einbringen kann, bei einer flacheren Stegkrümmung auch leichter. Ja? Wir haben sozusagen dann ein Griffbrettel oben, das, wie wir es zuerst schon gesagt haben, keilförmig auseinander geht. Die Leute brauchen ja zum Spülen da mehr Material, weil sie sich an dem Holz aufhandeln, ja, und wieder runterhandeln können beim Spülen. Ja. Des Weiteren ist das Griffbrettel kürzer, unter Umständen ein ganzer Schenstickel kürzer. Also gibt es ja welche, die sind nur so lang. Da fehlt, ich mache so, weil ich mir denke, naja, sparen wir nicht mit Material. Nicht? Dann ist das Griffbrettel im Normalfall eben nicht aus Ebenholz, obwohl es so ausschaut, sondern es ist aus Fichtenholz gemacht, und da ist nur Ebenholz, ein dünnes Ebenholzbrettchen oben. Ich sage mal von einem 3/4 mm Länge. Stärke, nicht Länge. Ja? Und das ist dann außen und um eingefasst mit einem Riegelahorn, damit es ein wenig zum Hals auch dazu passt. Man sieht aber, dass der Hals und das Griffbrettel extra ist. Ja? Dann kann man da herum wohlweise sozusagen einen Ebenholzsattel auftun. Man kann aber genauso einen Knochensattel auftun oder ein Öfenbein zum Beispiel, weil das natürlich noch heller und noch obertonreicher klingt. Ja? Da herunten beim Untersattel, beim Knopf, da habe ich schon ein Öfenbein reingetan. Das ist auch innerhalb der EU kein Problem, man darf das. Nach Amerika darf ich nicht unbedingt fliegen damit und nach Japan auch nicht, weil das wird dann einkassiert. Und die Halsneigung ist eine andere beim Barockinstrument. Das heißt, im Normalfall habe ich einen Hals, der eine gewisse Schräge drinnen hat, damit er statisch das alles aushält. Die Barockinstrumente sind, ich sage jetzt einmal, die ersten, die sind ganz gerade drinnen. Das heißt, die Ebene, wo die Decken auf die Zagen aufgeleimt wird, ist gleichzeitig die Ebene,
wo der Hals umgeht und da ist es dann noch ein bisschen keilförmiger, das Griffbrett, damit die entsprechende Steghöhe zusammenbringen. Ich selber, also das Früheste an Barockinstrumente, was ich mache, das ist also ein Geigerl von mir, das ist in Wirklichkeit so, dass ich es ganz leicht schräg mache, um so ungefähr 3 mm. Ja? Dadurch ist das Verhältnis zwischen dem Hals da und da nicht mehr so extrem unterschiedlich und ich bringe sozusagen ein kleines bisschen mehr Druck auf die Decken auf, was sich natürlich auch äußert in dem, was rauskommt. Weil ich kenne wirklich nur so Barockinstrumente, die sind so miert vom Klang. Da ist kein Widerstand mehr da, gar nichts. Da kommt auch nicht wirklich was raus. Und das ist jetzt für daheim zum Herumfiedelfadel spielen, mag es schon passen, aber man kann auch in einem Kammermusiksaal, in einem kleinen, kommt nichts mehr. Und sobald dann noch andere Instrumente dabei sind, man hört nichts mehr. Und wie gesagt, das soll schon sein, dass man das, was man macht, auch hört. Ja? Es gibt da über das Instrument dann noch einen Beitrag bei Instagram, wo man sozusagen ein paar Fotos sieht, weil es eigentlich ein ganz lässiges Instrument ist. Und wenn man das Instrument anzupft, dann hört man sehr genau, dass das einfach nachschwingt. Das ist auch was Wichtiges beim Instrument, dass dieses Sustain da ist. Weil wenn ich Akkorde spiele, lebt ein Teil der Musik wirklich davon, dass eben so Akkorde nachschwingen und dann schon wieder gespielt wird. Bach ist also ein Beispiel. Ja? Wenn es um das Thema von einem Rebarockisieren geht, dann muss man zuerst einmal beurteilen, ist es ein Instrument, wo das Ergebnis befriedigend sein wird oder nicht. Ja, man kann nicht jedes Instrument rebarockisieren. Also so flache französische Geigen, jetzt wurscht, ob es teure oder billigere sind nicht prädestiniert dafür, dass man daraus Barockinstrumente macht. Nicht? Das ist also ein Modell von einer 1744er Guarneri del Gesù-Kopie und der ist hat sozusagen schon Baucherl. Habe ich nach meinem Ebenbild gebaut. Ich wusste es. Also, das war's für das heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Video, da geht es um Zuleimschrauben, weil da passieren ganz lustige Dinge, die ein richtiger Schmarrn sind. Aber das beim nächsten Video. Also, pfiat euch. Bist du ruhig? Gleich. Ein bisschen schlürfen noch, oder? Ja, kann ich nicht sehen, ist wurscht. Action. Was grunzt du so blöd? Schön klatscht. Sehr schön klatscht. Ja, ich bemühe mich ja jedes Mal. Tu das Mikrofon ein bisschen um. Ich hoffe, du schlafst mir da nicht neben rein. Ja, was gibt es sonst noch zum Sagen? Eigentlich gar nichts, gell? Ich bin nicht dafür, dass du weniger redest, aber. Also, Genau, einfach nur. der Herr Regisseur hat gemeint, ich soll ein bisschen Theasen. Pass auf, dass du nicht aufs Instrument aufsabberst.